Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video-Tutorial. Heute machen wir diese kleinen runden oder ovalen Boxen. In verschiedenen Größen kann man die machen. Wie das geht, das zeige ich euch heute. Aber zuallererst herzlichen Dank für eure vielen lieben Kommentare. Das hat mich richtig gefreut. Wie schön, dass ihr hier seid. Und ja, ich zeige euch nochmal, was jetzt gleich einer oder eine gewinnen kann. Ich habe mir hier alle Zettel präpariert mit den Namen und das werden wir jetzt mal zuallererst machen. Und zwar hat gewonnen die liebe Margarete Matte. So, das war das. Margarete, bitte schreib mir eine E-Mail mit deiner Anschrift an sonja.hosfeld@gmx.de. Ich werde aber gleich nochmal unter dem Gewinnerpost eine Nachricht schreiben und ja, dann kann auch der Gewinn zu dir kommen. Also, wir machen heute solche runden Schachteln oder oval. Das ist eigentlich ganz schnell gemacht. Da passt auch ein bisschen was rein, finde ich. Und zwar, ich habe hier, das sind ganz alte Stampin' Up Stanzen, die liebe ich. Die heißen Stickmuster. Da sind Kreise, Ovale und Vierecke drin. Und immer wenn ich das ausgestanzt habe, diese Teile, dann lagen die hier und ich habe immer gedacht, Mensch, was machst du damit? Und dann habe ich gedacht, ich versuche mal ein paar runde bzw. ovale Schachteln zu machen. Also ich habe mir jetzt hier ausgestanzt das Ganze dreimal. Wir machen heute eine Kreisschachtel und den kleben wir gleich hier drauf. Das wird dann hier oben der Deckel. Das können wir mal zuallererst machen. Das kann dann noch ein bisschen trocknen. So, also wie gesagt, wir brauchen 3 Kreise oder 3 Ovale. Die habe ich mir, wie gesagt, hier schon mal ausgestanzt. Dieser Kreis hat jetzt einen Durchmesser von 7,5 cm. Dann werden 2 Streifen geschnitten. Einmal hier für den Deckel und für den Boden. Und zwar habe ich mir ausgerechnet, 7,5 im Durchmesser mal Pi ergibt die Länge bzw. den Umfang. Der ist 23,55. Ich schneide das Ganze jetzt mal auf 25. 23,55 und ich schneide auf 25. Entschuldigt. Und zwar für den Deckel falze ich jetzt hier bei 1 Zentimeter. Und schneide bei 3 Zentimeter ab. Für den Boden falze ich ebenfalls bei 1 Zentimeter. Und schneide bei 6 cm ab. Das könnt ihr natürlich handhaben, wie ihr möchtet. Also ihr könnt natürlich auch größere Kreise nehmen, wenn ihr habt, oder ovale. Vielleicht habt ihr ja auch so eine Handstanze. Damit kann man das dann ganz gut machen. So, jetzt kommt hier Klebeband drauf. Und zwar bei dem Boden auf die äußere Seite, also auf die Seite, die außen ist.
bei dem Deckel kommt es auf die Seite, die innen ist sozusagen. Also schöne Seite, nicht schöne Seite. Oder Seite, die außen ist und Seite, die nicht außen ist. So, dann falte ich mir das hier einmal um. Schon mal vorab. Und gebe dem jetzt schon mal dem Papier so einen gewissen Twist, indem ich das über das Falzbein ziehe. Das mache ich natürlich bei dem hier auch. Ich würde euch das empfehlen, vorher zu machen, bevor ihr anfangt zu schneiden. Warum, das seht ihr gleich. Ich habe jetzt hier ein Papier genommen, da habe ich mir mal so einen Block beim Action gekauft. Das ist 300 Gramm Papier, Aquarellpapier. Also je fester das Papier, desto eine schönere Standfestigkeit hat nachher die Box. Und deshalb empfehle ich euch da ein Papier mit einer höheren Grammatur. Das hier hat jetzt 250 und das hier jetzt, wie gesagt, 300. Und dann wird geschnitten. Hier unten an der 1 cm Falz schneiden wir jetzt viele kleine Dreiecke raus. Und damit ihr mir nicht zugucken müsst, wie ich das jetzt hier mache, habe ich das natürlich schon mal gemacht. Ne? Also viele, viele kleine Dreiecke. Das ist natürlich ein bisschen Mühe, aber ich finde, das lohnt sich durchaus. Das kann man machen. Und dann fangen wir an, den Deckel zu kleben. Also der Deckel wird hier, da werden wird der Streifen von außen angeklebt und nachher bei dem Boden wird er im Prinzip von innen angeklebt, sodass man dann halt ja, den Deckel hier drüber kriegt. So, das ist jetzt natürlich auch wieder eine etwas mühevolle Arbeit, weil jetzt hier die ganzen kleinen Dreiecke entfernt werden müssen. Ihr könnt euch das vorspulen, natürlich. Den Anfang solltet ihr euch vielleicht angucken, weil ich mache das immer so, dass ich erstmal hier so ein paar entferne und das Ganze dann ansetze. Und darauf achte, dass das erste richtig schön nah an den Rand geklebt wird. Und dann halt immer so reihum. Und dadurch, dass wir dem Papier schon so ein bisschen so einen Twist gegeben haben, hier das können wir noch mal abmachen, das müssen wir noch ein bisschen näher ranbringen an den Rand. So. Und dann ziehe ich mir die nächsten, ziehe ich mir ab. Und da könnt ihr jetzt, wie gesagt, vorspulen. Ich kann das jetzt hier leider nicht im Schnelldurchgang machen. Ich sehe zu, dass ich mich beeile. Aber es ist leider etwas fisselig und dann schaltet ihr gleich wieder zu, wenn wir drumrum sind. Oder ihr schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das macht bei den runden Boxen
oder bei den ovalen Boxen. Also ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, erst das Papier abzuziehen und dann die Dreiecke zu schneiden. Dann hat man gleich die Schere so versaut beim ersten oder zweiten Dreieck. Und mit Flüssigkleber ist das dann auch irgendwie so ein Gematsche. Deshalb habe ich jetzt gedacht, diese Methode passt am besten. Und was es vielleicht auch noch zu beachten gibt, je kleiner der Kreis oder das Oval, desto kleiner sollten die Zacken sein, die ihr schneidet. So immer mal so ein bisschen und dann weiter ankleben und dann auch wieder hier abziehen. Also ich wünschte, ich könnte euch das ersparen, aber das gehört nun mal leider dazu. Da müssen wir jetzt gleich noch zweimal, also noch einmal durch, wenn wir das hier fertig haben. Das sind aber auch immer so kleine Scheißerchen, die gehen dann nicht so gut ab. Also wenn ihr eine andere Lösung habt, andere Methode, schreibt das gerne mal. Ich bin da sehr dankbar für, weil das ist echt eine ganz schöne Fizzelsarbeit. Also nicht nur die hier abzuziehen, natürlich auch die kleinen zu schneiden, die kleinen Dreiecke. Und immer zwischendurch dann, wenn man mal was abgezogen hat, ein paar ruhig dann schon ankleben. Und wenn wir gleich zum Ende kommen, zeige ich euch, wie ich das dann mache. Also ich habe jetzt das komplett mit kleinen Dreiecken durchgeschnitten. Und jetzt kann man mal gucken, bis wohin es geht. So, die beiden kleben wir noch an. Das kleben wir jetzt nicht mehr an. Das heißt, diese drei, die schneide ich mir jetzt mal weg. Und so. Und mache mir hier schon mal Klebe hin. So. Jetzt noch die restlichen beiden hier abziehen. Und diese kleinen Scheißerchen, die kleben wirklich an einem. Hier diese kleinen Papierchen. So, die auch noch schön ansetzen, auf die Kante umlegen und dann hier zusammendrücken, so dass das schön bündig ist. Hier oben an dem Deckel. Und damit das so ein bisschen besser zusammenhält, nehme ich mir hier so eine kleine Klammer. Ihr könnt auch eine Wäscheklammer nehmen. Und klebt das hier mal so ein bisschen zusammen. Und legt das jetzt mal einen Moment weg. Dann kann das ein bisschen trocknen. Und weiter geht's. So, jetzt, wie gesagt, von innen. Auch hier wieder ein paar abziehen und dann ankleben, damit man den Anfang findet.
Und dann könnt ihr wieder bis zum Ende vorspulen. So. Und daher ist es auch von Vorteil, wenn ihr das Papier oder den Papierstreifen vorher schon mal so ein bisschen über das Falzbein zieht. Das gibt dem nämlich schon mal eine Rundung und dann ist es leichter, das aufzubringen. So, jetzt könnt ihr vorspulen und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich finde aber trotzdem, dass solche kleinen Schachteln und wenn die dann halt auch aus so einem stärkeren Papier gemacht sind, die machen unheimlich was her und da passt auch richtig viel rein. Eigentlich sind sie recht schnell gemacht. Das ist natürlich ein bisschen Arbeit, aber da braucht es auch gar nicht viel Deko, einfach nur ein schönes Papier. Ihr könnt das vielleicht auch mit den Magicals einfärben, was euch einfällt. Das geht ja mit Aquarellpapier, also hier mit so einem dicken Papier geht das ja super gut. Und dann habt ihr hier halt auch echte Unikate, ne? Dann immer so von innen so ein bisschen gegendrücken. Diese kleinen Flügelchen schön andrücken, dass ihr da auch gut um die Kurve kommt sozusagen. So, kann man das hier schon mal so ein bisschen, festdrücken und hier auch. Ich gucke, wie viele Zähne ich wohl noch so brauche. Also ich brauche noch 3. Und diese beiden hier brauche ich nicht mehr. Dann schneide ich mir die ab. Kann ich noch mal ein bisschen begradigen, weil ich schneide ja immer gerne die Falzlinie raus. So, dann kann man hier auch schon mal wieder Klebstoff aufbringen. Also das mache ich mit Flüssigkleber, weil man da einfach dann noch so ein bisschen hin und her schieben kann. So. Dann nehme ich noch die letzten kleinen Dreiecke weg. Das sind ja jetzt auch nicht mehr so viele. Das hat sich jetzt da so ein bisschen drunter verkrümelt, aber auch das kriegen wir hin. Ne, passt auf, dass ihr nicht in den Kleber packt, so wie ich. So, und hier auch jetzt wieder schön drunter schieben. Und auch hier wieder darauf achten, dass das hier bündig ist. So, dann kann man hier das Klemmerchen auch noch mal hernehmen und das so ein bisschen zusammendrücken. Und dann kleben wir hier noch ein bisschen den Tisch sauber machen. So, und kleben jetzt hier das noch oben drauf.
gucken, ob die hier auch alle schön anliegen. Und dann kommt das hier oben drauf. So. Und mit dem Flüssigkleber kann man das immer noch so ein bisschen verschieben. Bisschen andrücken. So, wenn man möchte, kann man da noch ein Schleifchen drum machen. Das mache ich dann immer wie folgt. Und zwar, was passt jetzt hier für ein kleines Schleifenband dazu? Habe ich jetzt gerade was? Nehmen wir mal dieses hier. Da schneide ich mir dann ein großzügiges Stück ab. Lege mir das vorne auf den Tisch und nehme mir ein dünnes, also je nachdem, was ihr habt. Ich habe jetzt hier so eine dünne Schleife und habe hier so ein ganz dünnes doppelseitiges Klebeband. Das klebe ich mir hier drauf, das Stück, möglichst gerade. Na, wirst du wohl. So. Dann mache ich das hier ab. Und lege das jetzt hier so um die Schachtel. Am besten auf der Seite, wo jetzt diese Wulst ist. Leg das da drauf. Weil das ist ja manchmal ein bisschen schwierig. Und dann kann ich eine Schleife binden. Dann kommt der Deckel drauf. So. Und dann kann man hier jetzt schön auf gleicher Höhe, weil manchmal haut das ja dann auch ab, kann man dann jetzt hier einfach, dadurch, dass man das jetzt hier so ein bisschen fixiert hat, kann man da jetzt schön eine Schleife binden. So, und dann ist das damit eigentlich auch schon fertig. Hier müssen wir das nochmal gleich ein bisschen gerade ziehen. Und dann kann man das hier auf die richtige Höhe schieben. Ja, und dann hat man eigentlich auch schon ein schönes Schächtelchen. So, was passt da rein? Ich habe hier so ein paar, die liebe ich ja. Das hier so ein bisschen einknicken. 2. Na, passt auch noch ein drittes. Da kann man dann auch so ein bisschen Kruschelpapier und so reinmachen. Deckel drauf. Fertig ist es. Ja, ich hoffe, es gefällt euch und ich würde mich freuen, wenn ihr das nachmachen würdet. Verlinkt mich dann gerne. Ansonsten wünsche ich euch natürlich einen schönen Sonntag und schenkt mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo. Das freut mich. Kommentiert, wenn es euch gefallen hat. Und ihr könnt euch auch gerne mal was wünschen, was ich mal machen soll, was ich mal zeigen soll. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss.